Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und heute habe ich nochmal eine schöne Taschenidee für dich. Und das sind die Sachen, die du für diese Tasche benötigst. Das Gurtband ist 3 cm breit und die Längen der Stücke siehst du hier. Passende D-Ringe und Karabinerhaken. Dann braucht man noch zweimal Kordel, Durchmesser 0,6 cm. 2 Stücke Canvas, die Maße siehst du hier. Und dann habe ich nochmal 2 Kissenbezüge, 50 x 50. Kannst du natürlich auch aus Stoff nähen, in entsprechenden Maßen einfach die Nahtzugabe hinzugeben und ein U nähen, dann sparst du dir das Reißverschlussabschneiden. Und schon geht's los. Viel Spaß beim Zuschauen und Nähen. Als erstes an den Streifen alle 4 kurzen Seiten zweimal je 1 cm umfalten und über die Kante streichen. Das Bügeln kann man sich hier, glaube ich, sparen. Mit den Fingern oder ich mache das hier mit dieser Rolle. Einmal und dann nochmal 1 cm, so dass die offene Kante innen liegt. Und das an den anderen Seiten wiederholen. Dann wird das hier knapp an der Kante genäht. Von rechts oder von links die Nähte verriegeln und dann die langen Kanten links auf links aufeinander falten. Etwas über die Kante streichen und mit ein paar Klammern fixieren und erstmal zur Seite legen. Anschließend die Kissenbezüge passend aufeinander legen, so dass sie am Boden gleich aufliegen und dann oben die Reißverschlüsse knapp abschneiden. Die dann zur Seite legen und vielleicht für spätere Projekte aufheben. Dann die Bezüge nacheinander auf links wenden und an den unteren Ecken die Naht so hinlegen, dass sich ein 90-Grad-Winkel ergibt und die Seitennaht in der Mitte liegt und dann dort 10 cm markieren, mit einer Nadel feststecken und das an den anderen 3 Ecken wiederholen und dann wird das genäht. Auf der Linie nähen und Anfang und Ende der Naht werden gut verriegelt. Nun kannst du die Ecken abschneiden. Ca. 0,5 cm bleiben stehen. Dann kannst du einen der Kissenbezüge auf rechts wenden. Und die Schnittkanten liegen oben, da werden jetzt die Gurte angenäht. Hier diese kurzen Gurte, 15 cm vom äußeren Rand, den Gurt feststecken, der Gurt steht ein bisschen über. Und dann wird das mit 0,5 cm Nahtzugabe dort schon mal fixiert. Als nächstes werden diese beiden Streifen schon mal befestigt. Die werden gleich dann zum Tunnelzug. Einmal so die Mitte markieren und bei der Kissentasche auch die Mitte markieren mit ein bisschen Druck und dann diese beiden Mitten aufeinander stecken und den Rest
des Streifens auch ein bisschen an der Kante feststecken. Die Kanten passen genau aufeinander. Und der Tunnelzug ist etwas kürzer als das Kissen. Genauso dann auf der anderen Seite weitermachen und dann wird das genäht. Jetzt werden die beiden kurzen Gurtstücke durch die D-Ringe geschoben und an der Seitennaht fixiert. Der Gurt kann ruhig ein bisschen über den Rand hinausstehen. Und mittig auf der Seitennaht das Gurtstück anlegen und feststecken. Und dann dort ebenfalls mit 0,5 cm Nahtzugabe fixieren. Jetzt ist das alles schon soweit vorbereitet. Jetzt können die Kissenbezüge rechts auf rechts ineinander gesteckt werden. Und dann stecke ich das erstmal an den Seiten so fest, dass die Seitennähte aufeinander liegen und dann die oberen Kanten, dass die passend aufeinander liegen. Alles Gurtbänder, D-Ringe und so befinden sich innerhalb von den beiden Kissenbezügen. Und die Kanten passen genau aufeinander. Hier noch mit ein paar Klammern feststecken. Und dann fehlt natürlich noch die Wendeöffnung. Die kommt hier zwischen die beiden kurzen Gurtenden. Das sind so circa 11 cm, die da platt sind und das markiere ich mir halt mit 2 Nadeln. Und dann wird das Ganze von Nadel zu Nadel zusammengenäht. Die Nahtzugabe ist hier 1 cm und Anfang und Ende der Naht gut verriegeln, damit das gleich nicht aufgeht. Einmal hier in die Wendeöffnung greifen und das Ganze nun herausziehen, auf rechts wenden und dann geht's zum Bügelbrett. Hier bügele ich schon mal die Naht etwas flach und dann stecke ich die beiden Beutel ineinander. Und hier an dieser Stelle ist ja die Wendeöffnung, die stecke ich jetzt mit Nadeln zu und bügele dann nochmal ordentlich über die Kante mit schön viel Dampf, dass es schön glatt wird. Am Ende wird es dann an dieser Stelle hier knappkantig abgesteppt. Das Gurtband und die D-Ringe schauen dabei hier oben raus und werden auch gleichzeitig nochmal mit festgenäht. Und auch die Wendeöffnung wird dabei geschlossen. Bis zum Anfang der Naht weiternähen, ein paar Striche darüber hinaus und die Naht verriegeln. Jetzt ein Ende der Kordel auf eine Sicherheitsnadel spießen und einmal von rechts und die andere Kordel von links durch den Tunnelzug schieben.
Ja, wenn das erledigt ist, noch fix einen Knoten reinmachen auf jeder Seite und dann ist die Tasche auf jeden Fall schon mal fertig. Fehlt natürlich nur noch das bisschen da am Gurtband, damit man die auch schön crossover tragen kann. Dafür die kurzen Enden vom Gurt durch den Karabiner schieben, die offene Kante so 1 cm circa umfalten und auf dem Gurt feststecken. Und dann an dieser Stelle mit einem Rechteck zusammennähen, über den Anfang der Naht hinwegnähen und dann gut verriegeln. Jetzt ist alles komplett fertig. Der Gurt kann eingehängt werden. Also zu Anfang habe ich ja gedacht, die blaue Seite, die finde ich auf jeden Fall schöner. Aber mittlerweile finde ich die andere auch super schön. Ich zeige euch die jetzt nochmal. Ich hoffe natürlich, dass dir mein Video gefallen hat und freue mich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und schreib mir doch vielleicht in die Kommentare, welche Seite dir besser gefällt. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich natürlich auch super freuen, wenn du ein Abo dalässt. Und drück am besten direkt das Glöckchen, damit du kein Video mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachnähen und bis dann!